Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich gute Einblicke geben konnte. Die Leute, die interessiert sind an der Schulung und gesagt haben, na, ich gucke mir erstmal das Video an, was kommt da auf mich zu, hoffe ich, dass ich denen einen guten Einblick gegeben habe. Für alle, die schon eine Schulung gemacht haben, hoffe ich, dass ihr schnell gefunden habt, das, wo ihr nochmal nachgucken wolltet, euch nochmal erinnern wolltet, wie das aussieht. Und ja, das war natürlich nicht alles. Das ist so das, was man in einer Zweitagesschulung ungefähr an Themen abarbeiten kann. Danach ist man auf jeden Fall in der Lage, ein Lenkrad zu reparieren und eine Sitzwange zu reparieren oder auch ein Sofa farblich wieder aufzufrischen. Man hat eine Idee vom Farbemischen und, muss aber dann natürlich später da tiefer einsteigen. Wir gehen in einer Wochenschulung da noch tiefer in die Themen rein und machen auch also eine Beschädigung in einem perforierten Leder. Das tun wir dann auch tatsächlich. Wir machen auch schon so ein bisschen ein paar Annealin-Geschichten und vielleicht auch mal eine Nubuck-Reparatur und so weiter und machen schon so ein bisschen auch Restaurationstätigkeiten, benutzen mal den Filler, lassen ihn über Nacht trocken, benutzen mal Flüssigleder, lassen es über die Nacht trocken und kommen dann der Restauration und der Vielfalt deutlich näher. Darüber hinaus gibt es natürlich noch, Schuhwaschmittel, Lederwaschmittel, es gibt Annealinfarben, es gibt Nubuck Fresh, es gibt Annealincreme, Annealinprotektor, Imprägnierung und. Also wir haben noch eine ganze Menge an Produkten, großes Portfolio an Produkten. Fixativ haben wir jetzt auch nicht gezeigt, wie das angewendet wird, sondern das sind dann noch mal so Spezialthemen und das kommt natürlich auch drauf an, macht man Auto oder Möbel, das war ja jetzt auch ein bisschen autolastig, wobei man das alles easy und einfach zu Möbeln adaptieren kann, das ist die gleiche Vorgehensweise, aber es gibt natürlich noch so Spezialthemen dann auch, wenn es um Handtaschen geht, Bekleidung geht oder eben Reitsättel, Geschirr, im Reitsport oder auch im weiß gar nicht, wie das heißt, wenn man noch einen Pferdewagen hinten dran hat. Da gibt's auch ja eine ganze Menge Sachen. Boote, auch ein Thema, wo man natürlich was findet. Und was wir eben auch machen in einer Schulung, ob das eine Zweitagesschulung ist oder eine Wochenschulung, wir reden über Kalkulation. Also für alle, die sich selbstständig machen wollen oder sie selbstständig sind, besprechen wir Schadensbilder, gehen da durch und zu der aktuellen Marktlage und sprechen da einmal durch, wie sollte man kalkulieren, worauf kommt es an und auch wie geht man in der Kommunikation mit dem Kunden um, wie bekomme ich Kunden, Social Media, Anzeigen, macht das Sinn, was, wie, wo, welche Plattform, aber das sind alles Themen, die auch relativ individuell sind. Die sind zum einen ein eigenes Video wert, wenn wir über Videos reden. Die sind aber auch auf die einzelne Person wichtig zu fokussieren. Und von daher ist das ein Thema, was man im Präsenzunterricht machen soll. Also ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr habt eine gute Idee davon. Und die eine oder andere Reparatur ist vielleicht jetzt auch schon möglich. Und dann freue ich mich, Sie bei einer Schulung hier im Lederzentrum oder bei euch im Betrieb begrüßen zu dürfen.